Herzlich willkommen zu unserem Kurs über Programmieren in Snap. Jens und ich haben verschiedene Projekte vorbereitet, mit denen wir die Grundlagen der Informatik erklären möchten. Von Kunstwerken über Animationen bis hin zu Spielen ist für alle etwas dabei. Los geht's mit dem ersten Video. Hier möchte ich dir kurz zeigen, wie die Snap-Entwicklungsumgebung funktioniert. Danach legen wir direkt los mit dem ersten Projekt, einer virtuellen Blumenwiese. Seid ihr bereit? Dann ab geht's! Snap ist eine blockbasierte Programmiersprache. Das heißt, wir programmieren, indem wir kleine Code-Einheiten, die sogenannten Blöcke, zu Programmen zusammenstecken. Da dieser Kurs auf Deutsch stattfindet, zeige ich euch zuerst, wie ihr die Sprache von Snap auf Deutsch umstellen könnt. Dafür klickt ihr in Snap auf das Zahnrad die Einstellungen. Gleich der erste Punkt heißt, wenn standardmäßig auf Englisch eingestellt ist, Language für Sprache. Klickt ihr darauf, könnt ihr aus allen Sprachen, in denen Snap verfügbar ist, eure auswählen. Heute, wie gesagt, machen wir es auf Deutsch, daher stelle ich die Sprache auf Deutsch um. Der Text auf den Blöcken wird dadurch deutsch. Wie gesagt, programmiere ich in Snap, indem ich diese Blöcke in den Skriptbereich ziehe und dann damit Reaktionen meiner Figur auslöse. Man programmiert immer ein Objekt, das sich auf dieser Bühne befindet und ich kann in dem Reaktionen hervorrufen. Führe ich zum Beispiel den Gehe-10-Schritte-Block aus, indem ich ihn anklicke, bewegt sich meine Figur jeweils 10 Pixel auf der Bühne vorwärts. Möchte ich ein bisschen komplexeres Skript machen, dann kann ich noch weitere Blöcke hinzufügen, indem ich einfach einen zweiten Block nehme, hier dranhänge und wenn die weiße Linie erscheint, werden die zwei Blöcke zusammen snappen und dann nacheinander ausgeführt werden. In dem Fall also wird die Figur zuerst gehen und sich danach um 15 Grad drehen, wenn ich das Skript anklicke. Gut, das soll es als generelle Einführung erstmal sein. Wir legen dann direkt los mit dem ersten Projekt und werden dabei noch weitere Blöcke kennenlernen und noch ein bisschen mehr darüber lernen, wie Snap so funktioniert. Für unsere Blumenwiese brauchen wir als allererstes ein Kostüm für ein Blütenblatt. Figuren in Snap müssen nicht immer aussehen wie dieser standardmäßige Pfeil, sondern können auch sogenannte Kostüme tragen. Dafür können wir hier auf den Kostümreiter gehen und uns eigene Kostüme malen, indem wir auf den Pinsel klicken. Das öffnet den sogenannten Kostümeditor. Im Kostümeditor habe ich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel kann ich aus vorgefertigten Formen auswählen, ich kann aber auch mit dem Pinsel frei Hand zeichnen. Hier unten mit der Farbauswahl kann ich mir meine Wunschfarbe auswählen, in dem Fall möchte ich vielleicht ein blaues Blütenblatt malen und hier unten kann ich noch die Pinselstärke, also die Strichdicke anpassen. Ich mache es mal ein bisschen dicker und dann kann ich einfach die Kontur meines Blütenblatts malen. Dass mein Blütenblatt nicht in der Mitte durchsichtig ist, möchte ich es auch noch füllen. Dafür kann ich hier auf den Farbeimer klicken und mir eine andere Farbe aussuchen. Ich nehme jetzt mal grün und klicke einfach hier rein. Damit wird die Fläche ausgefüllt. Wenn mir das nicht gefällt, was ich hier gerade gemacht habe, weil ich finde, grün und blau passt doch nicht so gut zusammen, dann kann ich den letzten Schritt einfach rückgängig machen oder auf Wische klicken, um alles rückgängig zu machen und nochmal von vorne anzufangen. Ich wähle jetzt hier mal ein anderes Blau aus und klicke nochmal hier rein. Bin ich zufrieden mit meinem Blütenblatt und sage, so gefällt mir das gut, ich mag das, klicke ich OK und mein Kostüm zieht dieses Blütenblatt jetzt an. Das ist natürlich sehr, sehr groß, da schaffe ich maximal eine Blume auf die Bühne, ich möchte aber eine ganze Blumenwiese machen. Das heißt, als ersten Schritt wollen wir unser Blütenblatt ein bisschen kleiner machen. Dafür gehen wir zurück zum Skriptbereich, in dem wir programmieren können und gehen mal in die Aussehen-Kategorie. In Snap sind Blöcke in Kategorien einsortiert, je nach ihrer Funktion. In der Bewegungskategorie, die ich eben gezeigt habe, die hier auch offen ist, sind alle Blöcke, die sich mit der Bewegung der Figur auf der Bühne beschäftigen. In Aussehen finden wir alle Blöcke, die mit dem Aussehen der Figur zu tun haben, das heißt Grafikeffekte, Größe verändern, andere Kostüme anziehen, anzeigen, verstecken und so weiter. Als ersten Schritt wollen wir mal die Größe ändern. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das einmal relativ machen, das heißt, wir ändern die Größe einfach um 10, um es größer zu machen, oder um -10, um es kleiner zu machen. Oder ich kann die Größe absolut setzen. Dabei wird immer davon ausgegangen, dass 100% die Originalgröße des Kostüms ist. Ich möchte es jetzt kleiner haben, deswegen setze ich es zum Beispiel mal auf 40%.
vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner, machen wir mal 30. Als nächsten Schritt möchte ich mein Kostüm auf die Bühne stempeln, weil ich ja die Blume stempeln möchte. Der Stempeln-Block befindet sich in der Stift-Kategorie. Dort findet ihr alle Blöcke, die mit Malen, Stempeln auf der Bühne zu tun haben, also alles, was auf der Bühne eine Spur hinterlässt. Der Stempelblock ist hier. Ich nehme mir den mal raus und der funktioniert folgendermaßen. Wenn ich ihn anklicke, hinterlässt er eine Spur dieses Kostüms auf der Bühne. Das hier ist mein Originalkostüm und die zwei sind Stempelspuren, die ich auf die Bühne gestempelt habe. Das sieht jetzt natürlich nicht aus wie eine Blume, sondern eher wie ein ziemlich krasses Unwetter. Für eine Blume müssten sich meine Blütenblätter natürlich drehen, um eine Blüte zu formen. Das heißt, ich hole jetzt mal kurz den wichtigsten Block beim Malen raus, der Wischeblock. Mit dem kann ich alles wieder entfernen, was ich auf die Bühne gemalt habe. Ich klicke ihn einfach einmal an und alle meine gestempelten Blütenblätter verschwinden und ich habe nur noch das Originalblütenblatt übrig. Ich möchte jetzt also stempeln und dann eine kreisförmige Blüte bilden. Das heißt, zwischen den Stempelschritten drehe ich mich immer. Ich stemple erst und dann drehe ich um 15 Grad. Ich mache das jetzt ein paar Mal und wir gucken, was passiert. Das sieht grundsätzlich ganz gut aus. Was aber auffällt, ist, dass die Blüte sich um das Zentrum, also um die Mitte des Blütenblattes dreht. Wir wollen aber natürlich bei einer Blume, dass das Zentrum hier in der Mitte an der Spitze der Blütenblätter ist. Das heißt, wir gehen dafür einfach nochmal zurück auf unseren Kostümbereich und wollen unser Kostüm bearbeiten. Dafür können wir rechts draufklicken und nochmal Bearbeiten auswählen. Es öffnet sich unser Blütenblatt von vorhin und jetzt wollen wir das Rotationszentrum, den Drehpunkt, an eine andere Stelle setzen. Ihr könnt auswählen, ob das an der Spitze oder an dem Ende sein soll. Ich wähle jetzt mal hier aus und setze einfach den Rotationspunkt ans Ende und klicken OK. Was wir jetzt sehen, wenn wir unser gleiches Skript nochmal ein paar Mal anklicken, dass es eher schon aussieht wie eine richtige Blume. Das Zentrum ist in der Mitte der Blütenblätter und die Blume ist kreisförmig. Natürlich möchte ich jetzt nicht, um Blumen zu malen, ganz oft immer auf dieses Skript klicken. Es muss einen Weg geben, mit dem ich das automatisch machen kann. Schließlich programmieren wir hier Computer. Und natürlich gibt es diesen Weg. Ich wische gerade nochmal und setze meine Blüte zurück zur Mitte und gehe dann in die Steuerungskategorie. In der Steuerungskategorie finden wir alle Blöcke, die mit der Struktur, mit dem Flow, mit dem Ablauf unseres Programms zu tun haben, unter anderem Schleifen. Ich nehme hier die Wiederhole-Schleife, die funktioniert folgendermaßen. Alles, was innerhalb dieser C-förmigen Struktur ist, wird so oft wiederholt, wie hier oben in dem Eingabefeld angegeben. Wenn ich mein Skript hier reinziehe, bekomme ich also 10 Blütenblätter gestempelt. Das ist schon mal sehr gut, aber natürlich keine komplette Blume. Wie oft muss ich also stempeln, damit ich einen ganzen Kreis bekomme? Wir zählen gerade nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Also 24 Mal, um eine volle Blume zu bekommen. Testen wir, ob es funktioniert. Hervorragend. Das ist schon mal sehr schön, aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt keine Blume haben will mit 24 Blättern, sondern ich möchte eine mit nur 8 Blütenblättern haben? Was muss ich ändern? Zum einen mal möchte ich natürlich alles nur 8 Mal wiederholen. Zum anderen kann der Drehwinkel aber natürlich nicht 15 Grad sein, sondern ich muss den auch anpassen. Wie kann ich rausfinden, was der passende Winkel ist? Wir fangen mal ganz von vorne an. Wenn die Blume das Blütenblatt sich einmal komplett rumdreht, haben wir einen Drehwinkel von 360 Grad. Ich klicke das einmal, aber natürlich ist nichts zu sehen, weil die zweite oder die Position danach die gleiche Position ist wie die Ursprungsposition. Möchte ich 2 Blütenblätter machen, kann ich einfach sagen, wiederhole das Ganze 2-mal und drehe dich nur noch die Hälfte davon, also quasi ein Halbkreis. 180 Grad. Dann bekomme ich eine zweiblättrige Blüte. Möchte ich jetzt eine 4-blättrige Blüte haben, muss ich hier oben alles 4-mal wiederholen und natürlich drehe ich mich hier unten nur noch um die Hälfte, also 90 Grad. Probieren wir das mal.
Die Idee war, eine 8-blättrige Blüte zu machen. Also wiederholen wir alles 8-mal und machen wieder nur die Hälfte, also 45 Grad. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich zum Beispiel eine 9-blättrige Blüte haben will, was kein Vielfaches von 2 ist? Nochmal zur Wiederholung, einmal ist 360 Grad ein Blütenblatt, 2 Blütenblätter 180 Grad, also 2 mal 180. 4 Blütenblätter sind 90 Grad, also 4 mal 90 gibt auch 360. Das heißt, der Drehwinkel, um den ich mich jedes Mal drehe, ist der komplette Kreis, der Full Turtle Turn, 360 Grad, geteilt durch die Anzahl an Blütenblättern, die ich habe. Probieren wir das mal. In der Operatorenkategorie findet ihr die normalen arithmetischen Operatoren plus minus mal geteilt. Wir nehmen uns mal den Geteilt-Block raus und benutzen den als Eingabe für den Dreheblock. In dem Fall möchte ich 360 Grad geteilt durch, wenn wir 9 Blütenblätter machen wollen, 9 machen. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hervorragend. Das heißt, wir können uns jetzt Blüten mit beliebiger Anzahl Blütenblätter machen. Das ist für unsere Blumenwiese schon mal sehr schön, aber vielleicht wollen wir noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn nicht alle Blütenblätter dieselbe Farbe hätten oder nicht alle Blüten dieselbe Farbe hätten? Dafür können wir auf Aussehen gehen und uns einen Grafikeffekt auf unser Kostüm anwenden. Zum Beispiel den Ändere-Effekt-Block. Der kann verschiedene Effekte, Durchsichtigkeit regelt die Transparenz des Kostüms. Ich kann aber in diesem Dropdown-Menü oder der Eingabe, die die gleiche Farbe hat wie der Block, auch was auswählen. In dem Fall möchte ich den Farbeffekt auswählen. Der Farbeffekt funktioniert so, dass er jeweils die Farben des Kostüms im Farbspektrum weiter verschiebt. Irgendwann komme ich wieder bei den Originalfarben an. Und mit der Eingabe hier hinten kann ich regeln, wie stark diese Verschiebung ist, beziehungsweise wie lange es wieder dauert, bis ich mein Originalkostüm wieder zurückbekomme. In dem Fall wollen wir jetzt vielleicht mal den Farbeffekt jeweils um 5 ändern, nachdem wir eine Blume gemalt haben. Lasst das mal ausprobieren. Ich bekomme jetzt eine Blume mit 9 Blütenblättern in lila. Wenn ich wieder drauf drücke, klicke ich eher so pink. Wenn ich wieder drauf drücke, eine andere Farbe von lila und pink. Mache ich das ein paar Mal, sehe ich, dass sich jedes Mal die Farbe der Blüte verändert. Natürlich möchte ich jetzt nicht nur eine Blüte haben. Auf einer Blumenwiese haben wir ganz viele verschiedene Blumen und ganz viele Blumen vor allem. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier außenrum noch eine Schleife machen. Ich habe schon eine Schleife verwendet, die meine Blütenblätter malt. Und jetzt kann ich eine weitere Schleife verwenden, die einfach 10 ganze Blumen malt, indem ich mein Skript in den C-förmigen Teil einbette. Wenn ich das so mache, kriege ich 10 Blumen, die aufeinander gestempelt werden. Natürlich sind auf einer Blumenwiese auch nicht alle Blumen an der exakt selben Position. Das heißt, es wäre clever, wenn wir zwischen den einzelnen Blüten irgendwie die Position wechseln würden. Dafür finden wir in der Bewegungskategorie Blöcke. Zum Beispiel den Gehe-zu-Block. Auch der hat so ein Dropdown-Menü in derselben Farbe. Wenn ihr hier auf den schwarzen Pfeil klickt, könnt ihr zufällige Positionen auswählen. Und wenn ich den Block ein paar Mal anklicke, könnt ihr sehen, der führt die Figur einfach an eine zufällige Stelle auf der Bühne. Also die Figur ist immer sichtbar. Ich kann den jetzt einfach einbetten in mein Skript. Also zuerst gehe ich an eine zufällige Position, dann stemple ich eine 9-blättrige Blüte und danach ändert die ihre Farbe um ein bisschen für die nächste Blume. Probieren wir das mal. Ich kriege jetzt hier also 10 Blumen auf die Bühne mit leicht verschiedener Farbe. Vielleicht ändern wir die insgesamte Größe sogar noch ein bisschen, die sind immer noch arg groß. Wir probieren das gerade noch mal mit 20%. Wischen. Ja, das sieht besser aus. Und das ist schon mal sehr nett für unsere Blumenwiese. Eine zweite Sache, die wir machen könnten, ist, auf einer Blumenwiese wachsen natürlich nicht nur eine Art von Blumen, sondern mehrere. Das heißt, wir können uns einfach ein zweites Kostüm machen und zwischen verschiedenen Arten von Blumen wechseln. Dafür gehen wir wieder auf Kostüme und malen uns mit dem Kostümeditor einfach nochmal ein neues Kostüm. Ich mache immer ganz gern eins, das so ein bisschen wie ein Hühnerfuß aussieht. Das hat mal vielleicht einen orangenen Rand. Ich male das einfach mal. Und das ist natürlich auch gefüllt. Das heißt, ich drücke hier auf den Farbeimer und wähle mir hier auch eine Farbe aus.
Und auch hier müssen wir natürlich wieder den Rotationspunkt, den Drehpunkt ans Ende des Blütenblattes setzen. Also hier unten. Und jetzt könnt ihr hier sehen, dass ich 2 Blütenblätter zur Auswahl habe. Es gibt einen Block in Snap in der Aussehen-Kategorie, der immer das nächste Kostüm anzieht. Wenn ich den ein paar Mal klicke, seht ihr, dass es immer zwischen dem Hühnerfuß und dem tropfenartigen Blütenblatt wechselt. Und zwar funktioniert der Block so, dass er durch alle Kostüme, die ich hier habe, außer dem Richtungsanzeiger durchgeht und zwischen diesen wechselt. Wenn ich diesen Block jetzt einfach ans Ende meines Skriptes anfüge, hier direkt hinter den Farbeffekt, dann bekomme ich jedes Mal ein neues Kostüm, nachdem ich eine Blume gemalt habe. Was ich jetzt also bekommen sollte, sind 10 verschiedene Blumen. Also es sind 10 Blumen, jeweils 5 mit dieser Form und jeweils 5 mit mit der anderen Form, weil jeweils nachdem die Blüte gemalt wird, ein neues Kostüm angezogen wird. Lasst uns das gerade mal ausprobieren. Und dann können wir das Ganze noch ein paar Mal öfter machen, weil unsere Blumenwiese soll sehr schön und bunt und voll sein. Wir können auch einfach hier oben nochmal die Eingabe ändern. Und bevor ihr loslegen könnt mit eurer Blumenwiese, möchte ich euch kurz noch zeigen, wie ich meine speichern kann, weil die mir jetzt sehr gut gefällt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr in Snap Dinge speichern könnt. Zum Beispiel könnt ihr euch einen Cloud-Account erstellen, indem ihr hier auf das Wolkensymbol klickt und dann ein Benutzerkonto einrichtet. Dafür braucht ihr einen Nutzernamen, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und müsst euch natürlich ein Passwort geben. Ihr könnt hier unsere Nutzerbedingungen und Privacy-Einstellungen lesen und könnt dann, wenn ihr euch einen Cloud-Account erstellt habt, eure Projekte in der Cloud speichern. Ich habe natürlich einen, das heißt, ich melde mich jetzt hier einfach mal an. Steht hier, ich bin eingeloggt und jetzt kann ich vom Dateimenü aus auf meine Projekte zugreifen. Ich möchte dieses Projekt jetzt speichern, das heißt, ich wähle Sichern als aus und kann mir jetzt einen Namen aussuchen. Zum Beispiel Blumen. Und jetzt kann ich das Projekt sichern. Es wird hochgeladen in meine Cloud und wenn ich es wieder öffnen möchte, kann ich einfach auf das Blatt Papier klicken, öffnen, auswählen, hier Blume suchen oder einfach durchscrollen und nach der Blume suchen. Und hier könnt ihr sehen, das ist genau das Projekt, was ich hier gerade gespeichert habe. Möchtet ihr euch keinen Cloud-Account erstellen, könnt ihr das Projekt auch lokal in euren Computer exportieren. Dafür klickt ihr hier auf das Blatt Papier und wählt Projekt exportieren. Das Projekt wird jetzt direkt in den Downloads-Ordner von eurem Computer exportiert. Ich kann mir das jetzt anzeigen lassen. Das ist der Downloads-Ordner von meinem Browser, da ist es gespeichert. Um das wieder zu öffnen, kann ich einfach hier auf das Blatt Papier klicken und Importieren auswählen. Kann hier zu meinem Downloads-Ordner navigieren und kann hier mein Blumenprojekt wieder öffnen. Alternativ könnt ihr es auch einfach direkt aus dem Browser eures Computers in Snap reinziehen und das wird das Projekt auch öffnen. Wollt ihr euer Projekt jetzt sogar mit anderen teilen, weil euch die Blumenwiese so gut gefällt, dass ihr sie zum Beispiel eurer Oma oder Mama zum Muttertag schicken wollt, ist auch das möglich. Dafür klickt ihr wieder auf das Blatt Papier und geht auf Öffnen. Ihr könnt eure in der Cloud gespeicherten Projekte mit anderen teilen. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass manche meiner Projekte fett gedruckt sind, andere nicht. Die fett gedruckten, das sind Projekte, die habe ich mit anderen geteilt. Die anderen, die kann ich noch teilen. Wir suchen jetzt hier wieder unsere Blume und hier unten kann ich dann Teilen auswählen. Wenn ihr darauf achtet, was hier oben mit der URL passiert, wenn ich bestätige, dass ich dieses Projekt wirklich teilen möchte, ich bekomme hier jetzt eine teilbare URL. Hier ist auch mein Nutzername drin und der Name meines Projektes. Das heißt, das Projekt ist eindeutig zuordnenbar und ich kann diesen Link jetzt mit anderen Menschen teilen. Ich kopiere mir den hier mal raus und öffne den hier mal in einem anderen Fenster. Und wenn sich das Projekt öffnet, dann sehe ich die Blumenwiese, die ich gerne mit meiner Familie teilen wollte. Jetzt seid ihr dran, ihr findet Aufgaben und könnt eure eigene Blumenwiese gestalten, werdet selbst kreativ und probiert verschiedene Blöcke aus, vor allem aus der Stift-, Bewegungs- und Aussehen-Kategorie. Viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video.